Freunde, willkommen zu einem anderen Video. Und zwar ein bisschen Real Talk. Relativ kurz tatsächlich und auch nur interessant für die 3 Leute, die es interessiert, weil mehr als 3 Leute gucken diesen Kanal sich sowieso nicht an. Es ist jetzt, für euch ist es 2026. Ich nehme dieses Video auf am 6.10.2025, weil ich jetzt schon weiß, was ich zukünftig machen will und was ich nicht machen will. Aber vorher ein bisschen Kontext, nebenbei ein bisschen Gameplay, bla, was ich so im Hintergrund einblende. Folgendes. Ich mache den ganzen Kram hier seit über 10 Jahren. Ich habe mit zarten 30 angefangen, kam mir die Mensch, machst du einen auf Gronk hier, machst du einen auf Let's Plays und so. Das hat auch früher richtig viel Spaß gemacht, macht auch heute sehr viel Spaß. Aber ich glaube, das Thema haben wir schon mehr als einmal gehabt. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ist mir völlig egal, ob das in irgendeiner Form irgendeinen Mehrwert bietet oder nicht. Ich bin mittlerweile Vater, wie gesagt, ich bin mittlerweile 40. Ich möchte nicht sagen, ich werde alt, aber ich möchte sagen, so langsam müsste man mal sich überlegen, wie viel Lebenszeit noch da ist, wie viel qualitativ hochwertige Lebenszeit noch da ist und was wir mit dieser Zeit machen. Dazu sage ich jetzt nicht, ich werde jetzt nie wieder Gaming machen oder Videos oder so, aber wenn man 20, 30 ist, dann denkt man sich noch, ja komm, ist egal, ob das funktioniert oder nicht. Wenn man 40 ist, dann denkt man, naja, ich könnte auch in der Zeit was anderes machen, ne? Und deswegen habe ich mir jetzt ich bin tief in mich gegangen, habe die letzten, eigentlich struggle ich schon seit 1, 2 Jahren mittlerweile mit dem Thema und mal habe ich aufgehört mit Let's Plays, mal habe ich gesagt, ja komm, ich muss nur richtig durchziehen aber sind wir mal ehrlich, im Kern ist das scheißegal. Heutzutage guckt sich keiner mehr wirklich Let's Plays an. Es hat sich alles verschoben auf Livestreams und so, was auch cool ist, mache ich auch ganz gerne, aber ich sag mal so, auf einen Zuschauer kommen gefühlt 5 Streamer. Und das ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis man einfach da keine Lust mehr hat, logischerweise für 0 Viewer zu streamen. Ich habe das große Glück tatsächlich, ich habe mir vor rund fast 10 Jahren 2, 3 Leute gefunden, die mich bis heute konsumieren. Und das ist sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Also wenn es die nicht gegeben hätte und auch nicht immer noch gibt, das habe ich letztens im Stream gesagt, dann würde ich wahrscheinlich den ganzen Kram nicht mehr machen. Aber jetzt ist halt wirklich schon der Punkt, wo ich sage, du musst was ändern. Und ich habe schon oft gemeckert, sage ich jetzt mal, dass ich einfach nicht das zeigen kann, was ich gerne zeigen möchte, nämlich tägliches Gameplay, weil die Zeit einfach nicht da ist. So. Und ja, was soll ich sagen? Es hat sich auch nicht geändert und es wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Ich habe nur erkannt, dass es nichts bringt, darüber zu meckern. Weil ich kann es entweder ändern oder Alternativen finden. So, und ändern kann ich es logischerweise nicht. So, da sind mir die Hände gebunden. Ich muss eine Familie ernähren, ich muss mich ernähren und ich muss Rechnungen bezahlen. Das geht also nicht. Das heißt, ich muss Alternativen schaffen. Und wenn ich der Meinung bin, ich möchte viel Gameplay zeigen, dann müsste ich auch viel Gameplay spielen. Und das ist so ein bisschen das Paradox an der Geschichte. Ich komme aus dem Anspruch heraus, ich bin Kind der 80er, 90er. Das bedeutet, wir sind mit Videospielen groß geworden und da wie viele Videospiele kamen da raus im Jahr? Vielleicht 3 oder 4 gute. Mittlerweile gucke ich mir schon nur noch die GameStar-Vorschau-Videos im Zeitraffer an, weil da pro Monat 30 Games rauskommen, wovon du natürlich auch die Hälfte in die Tonne treten kannst, keine Frage. Trotzdem ist der Anspruch noch tief in mir drin verwurzelt gewesen, jedes Spiel zu spielen und zu zeigen. Deswegen ist es natürlich auch so ein bisschen paradox, dass ich relativ wenig Gameplay bei mir gezeigt habe oder auch relativ wenig bei mir gespielt habe, weil ich so ein bisschen, ich nenne es Netflix-Phänomen hatte. Ich hatte so ein bisschen dieses Phänomen, dass ich geguckt habe, was gibt es alles und habe aber nie gespielt. So ähnlich mache ich es halt bei Netflix auch. Ne? Du guckst so, der eine oder andere wird es kennen, man guckt so in die Online-Mediathek rein, man guckt so rein und guckt, was man gucken könnte, aber man guckt nichts. So, weil man einfach damit beschäftigt ist, zu gucken, was man gucken könnte. Und dann ist die Zeit rum und denkt man, ja gut, dann kann ich es auch lassen. Und so ähnlich war es bei mir halt mit Gaming auch. Mittlerweile konzentriere ich mich darauf, einfach zu spielen. Einfach zu spielen, beziehungsweise Serien zu gucken. Und ja, das hat jetzt zur Folge, dass ich mitten in Aufnahmen, und das ist jetzt das Kuriose, ich habe 3 Projekte aufgenommen. Ich habe schon 100 weitere Let's Play-Videos aufgenommen. Die sind bei mir im Archiv drin, auf dem YouTube-Kanal, müsste ich quasi nur online stellen, will ich aber nicht tun, weil ich dann irgendwann festgestellt habe, ey, ganz ehrlich, das ist es nicht. Das ist es einfach nicht. Du kannst jetzt auch das 300. Projekt öffentlich machen und dann zu sehen, wie es halt auch das in Anführungszeichen scheitert. So, wo sich das nur
3, 4 Leute angucken. Ja, ich finde es cool, wenn sich Leute angucken. Ich finde es auch cool, wenn sie Likes da lassen. Das ist alles kein Ding. Aber wie halt schon gesagt, es frisst zu viel Zeit. In der Zeit könnt ihr auch einfach so spielen und andere Videos machen. Und das ist der Fall. Ich habe jetzt gerade zu Ende geschnitten mein erstes Review zu Wushang. Das habe ich im Oktober gespielt, beziehungsweise Ende September habe ich es gespielt oder durchgespielt zu dem Zeitpunkt. Habe jetzt gerade eben das Review dazu geschnitten und werde es jetzt hochladen. Und der Plan ist einfach zu zocken und ich gucke ins Spiel rein und wenn es mir gefällt, halt, dann spiele ich es, beziehungsweise ich spiele halt so ein bisschen und wenn ich irgendwann der Meinung bin, okay, ich spiele es durch, dann spiele ich es durch und mache dann dazu ein Video. Und wenn ich der Meinung bin, nach 2, 3 Stunden, das reicht mir, ich habe darauf keine Lust mehr, dann mache ich dazu auch ein Video. Ne? Also ich habe so ein bisschen den Anspruch, ich möchte so ein bisschen Reviews machen, aber ein bisschen anderer Stil. So. Ich möchte jetzt nicht jeden Aspekt des Spiels irgendwie kennenlernen und versuchen, es zu analysieren, sondern ich möchte einfach das Spiel spielen, so wie ich persönlich es wahrnehme und dazu ein Review machen. Das ist so mein Anspruch an mich selber. So der persönliche Anspruch. Ob das jetzt nun irgendwie besser oder schlechter ist zu dem, was ich vorher gemacht habe, keine Ahnung, kann nur die Zeit zeigen. Ich fühle mich damit wohler. So, und das ist einfach das Ding. Ne? Ich kann jetzt einfach sitzen und ich spiele jetzt einfach und freue mich meines Lebens, weil in irgendeiner Form hilft mir das ab und zu, schneide ich so ein paar Clips raus per Knopfdruck, das ist gar kein Problem. Dank Stream Deck und dank OBS und Replay Buffer und wie es nicht alle die Funktionen heißen, ist es ja relativ easy. Aber ich bin nicht mehr an diesem Punkt, wo ich jetzt sagen muss, Alter, verdammt, das kannst du ja gar nicht spielen, weil das wolltest du ja eigentlich im Stream spielen. Oder das ist ja auch ein cooles Streamspiel. Oder das ist ja eigentlich ein Singleplayer-Spiel, das müsstest du für YouTube aufnehmen und so weiter und so fort. Da bin ich jetzt raus. Da bin ich jetzt einfach raus. Und wenn ich der Meinung bin, ich müsste auch mal ein Spiel spielen außerhalb meiner YouTube-Videos und möchte dazu aber vielleicht im Nachhinein dann vielleicht doch ein Video machen, dann kann ich ja auch auf andere Szenen zugreifen, auf andere Videos. So, da muss ich mir die einfach raussuchen. Also ist ja nicht so das Problem. Gibt ja genug Material am Ende des Tages. Es muss ja nicht selbst aufgenommenes Material sein. Ne, es geht mir persönlich nur darum, dass ich halt selbst erlebt habe in irgendeiner Form. Das wird es zukünftig geben, Freunde. Ich werde auch, eigentlich hatte ich es vorgehabt, aber ich habe darauf einfach keine Lust. Die Videoreihe mit Monster Hunter World, habe ich schon gar nicht mehr weitergemacht. Es fehlen noch 3, 4 Monster, aber ich sehe es als gescheitert an. Mein Kumpel hat gewonnen, weil ich habe einfach keine Lust mehr. Ich habe keine Lust, noch weitere 100 Stunden zu grinden und dieses Spiel zu spielen. Genauso ist es mit Monster Hunter Wilds. Ich werde das Spiel spielen und dazu wird es bestimmt auch ein Video geben, früher oder später, ein Fazitvideo. Aber es gibt kein Video mehr, wo es speziell um die Monster geht. Das heißt, die Leute, und das waren relativ viele im letzten Jahr, also relativ auf meinem kleinen Kanal gesehen, die mich deswegen abonniert haben, ey, sorry Leute, wenn euch das nicht gefällt, schmeißt mich raus, schmeißt mich aus der Abo-Box raus, kommt jetzt anderer Content, es ist einfach so. Ja, jetzt habe ich es, klassischerweise, jetzt habe ich es angekündigt, jetzt werde ich es wahrscheinlich nicht machen, weil es ist ganz oft so, dass ich irgendwas ankündige und das dann doch nicht mache, aber es hilft ja nichts, Freunde. Es hilft einfach nichts. Man verändert sich, die Sichtweisen verändern sich, die Gewohnheiten, die Neigungen, die Hobbys verändern sich. Und das ist gut so, das soll sich auch verändern. Bleibst du, wie du bist, heißt es immer zu Geburtstagen und so. Aber ich möchte gar nicht bleiben, wie ich bin. Ich möchte mich weiterentwickeln. Und ich sehe das als Weiterentwicklung. Und ich habe auch schon früher gesagt, ich will halt irgendwas machen. Hauptsache, es hat Gaming-Bezug. Es muss nicht zwingend Let's Plays sein. Let's Plays, klar, ist so dieser Klassiker, den man so noch von früher kennt. Man spielt einfach und man spielt einfach und man hat Material. Aber wenn ich mal ehrlich bin, ich habe mir mal natürlich oft genug meine Let's Plays selber reingezogen. Also spätestens so nach einer Minute oder nach 2, da habe ich persönlich an meinen eigenen Videos auch gesagt, ey, komm, ja, kannst doch lassen. So muss man sich nicht weiter reinziehen. Ich habe sehr lange gebraucht, um das zu checken, aber wenn man sich ich höre mir sehr viel von meinem eigenen Kram selber an, gerne, aber wenn ich bei vielen Videos denke, okay, komm, das kannst du auch eigentlich lassen, dann sollte man es halt auch lassen. Wisst ihr Bescheid? Und ich lasse es auch, dieses Video zu schneiden. Ich werde nur ein paar As und Ams rausschneiden. Aber die meisten Stotterer lasse ich drin. Ne, wisst ihr Bescheid. Soll ja ein bisschen ehrlich sein. Also, was soll jetzt passieren? Das heißt, wir machen jetzt, Stand jetzt, wird es wahrscheinlich so aussehen, dass ich im wöchentlichen Rhythmus immer so ein Review raushaue. Wenn dann mal eine Woche nichts kommt, dann ist es so. Ne, weil irgendwann ist immer auch die Zeit vorbei und irgendwann
ist auch mein Material vorbei. Ich werde aber versuchen, also der Anspruch ist nicht mehr täglich ein Video rauszuhauen, sondern einmal in der Woche, maximal. So, das muss reichen. So, und wenn ich denn 2026 da irgendwie einen Mehrwert sehe, dann mache ich halt 27 weiter. Und wenn es nur ein persönlicher Mehrwert ist, ne? Wenn ich einfach nur merke, es tut mir persönlich und meinem Hobby, das Spielen, einfach gut und das macht auch den Leuten im Stream Spaß, dann ist es, glaube ich, der richtige Weg. Weil auch im Stream werde ich nicht mehr das Spiel von Anfang bis Ende durchspielen, das heißt nur, weiß ich nicht, 6 Stunden pro Woche oder was auch waren und das dann monatelang ein Spiel, sondern ich spiele einfach und wenn ihr Glück habt, dann spielt das immer im Stream, wenn ihr Pech habt, dann habe ich halt nebenbei noch weitergespielt. So ist einfach so. Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage wie immer, tschüss, bis dann.